Ich sage, alle Männer sind Sexisten. Und ich weiß, jetzt werden einige denken, nicht alle Männer. Okay, beruhigt euch. Nicht alle rufen Frauen abwertende Dinge hinterher, machen Witze über Autofahrskills oder sind sexuell übergriffig. Aber wir leben halt in einer sexistischen Welt. Frauen und Männer haben immer noch nicht die gleichen Chancen. Das fängt schon im Alltag an. Denn Frauen sind tagtäglich Sexismus ausgeliefert. Keinem meiner Freunde wird ungefragt in den Ausschnitt gefasst. Keiner von ihnen wird als Schlampe bezeichnet. Und keiner von ihnen bekommt weniger Geld für seine Arbeit, nur weil er ein Mann ist. Mir aber passiert das alles. Frauen passiert das alles. Ich übertreibe? Nein, seht es euch selbst an. Aber vorher möchte ich euch warnen. Die folgenden Inhalte können verstörend sein. So wie der Alltag als Frau in einer sexistischen Welt. Ich war lange Zeit Flugbegleiterin. Es wird zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch geladen und als Frau muss man in einem Rock kommen. Und wenn man das nicht tut, kann man noch so toll sein. In der Regel wird man direkt in der ersten Runde rausgeworfen. Also sie sind mit Absicht auch schon dann immer sehr eng geschnitten. Mir wurde zum Beispiel gesagt, ich soll bitte meine Uniform enger nähen lassen. Vor kurzem hatte ich jemanden in meinem Kommentar, der dann gefragt hat, hey, suchst du einen Sugar Daddy, der dann Bills bezahlt und sich um dich kümmert. Ich habe früh angefangen mit Volleyball spielen und da waren immer super viele Jungs im Publikum natürlich, weil man nicht viel bekleidet ist beim Volleyball und da waren auch schon immer einige Typen, die dann halt einfach nur zum Glotzen quasi vorbeikamen und irgendwie quasi sich darüber unterhalten haben, wer jetzt irgendwie den schönsten Po in der Mannschaft hat und so ein Kram. Und da war ich, glaube ich, so 15, 14. Was glaubst du denn, wie das Bewusstsein in der Männerwelt momentan so ist? Ich glaube definitiv zu klein. Weil ich auch merke, wenn ich dann mit männlichen Freunden spreche und ihnen erzähle, was mir oder anderen Frauen so alltäglich passiert, dann sind sie immer so richtig krass betroffen und schockiert. Viele hetero-cis-Männer von meinen Freunden, die das erste Mal so mit so einer richtigen schwulen Partyszene in Berührung gekommen sind und dann, dass andere Männer auf sie zugehen und auch vielleicht mal so ein bisschen doller sie anmachen und so, die hat das total verstört. Die sind damit überhaupt nicht klargekommen, so einfach, ja, wie so objektiviert zu werden. So. Da hat ein Typ tatsächlich, ich kannte ihn kaum, hat mir einfach in den Ausschnitt gegriffen, mein Oberteil so zusammengesteckt und meinte, ich sollte doch mal einen Knopf zumachen. Und das passiert eben auch gerade mit Leuten, die einem vertraut sind, so mit Leuten, die man vielleicht so als Mentoren sieht, zu denen man aufguckt und vielleicht eine Vaterrolle einnehmen im Leben. Und Ich fühle mich irgendwie eklig und so, als würde mich jemand halt wie so ein Objekt behandeln. Das macht mich dann danach immer total sauer. Und währenddessen bin ich aber immer noch, habe ich irgendwie auch eine Angst oder so, weil ich immer nicht weiß, wie weiter das noch geht mit nur verbal oder ob jemand noch hinterher rennt oder halt eben. Und so, ja, das ist die Realität. Liebe Männer, ihr müsst euch mit all dem auseinandersetzen, denn ohne euch hätten wir diese Probleme nicht. Wie die Beiträge gezeigt haben, gehen einige Erfahrungen der Frauen auch noch über Sexismus hinaus. Und dabei sollten auch trans-, inter-, non-binary Personen, Frauen mit einer Behinderung und andere mitgedacht werden. Einige von uns sind zusätzlich zum Beispiel Rassismus oder Homophobie und weiteren Diskriminierungsformen ausgeliefert. Ihr tragt alle die Verantwortung, das endlich zu ändern. Auch wenn ihr selbst keine Grabscher oder Pöbler seid, ihr findet bestimmt noch jemanden in eurem Umfeld, auf den ihr einwirken könnt. Und euch fallen mit etwas Anstrengung bestimmt noch Situationen ein, in denen ihr selbst Privilegien abgeben könntet. Ihr alle solltet euer Verhalten reflektieren, Verantwortung übernehmen und einschreiten, wenn ihr Zeugen von Sexismus werdet.